Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein Lenovo aus der V-Serie und ich zeige euch auch gleich, wie ihr an die genaue Modellnummer rankommt. Aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die genaue Modellbezeichnung findet man auf der Rückseite genau hier und zwar nicht wirklich gut zu lesen. Und ja, mit dieser Modellbezeichnung findet ihr eben super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Modell bei uns im Shop. Generell kann man zu dem Gerät noch sagen, dass, wenn man das Display tauschen will, man hier nur den Frontrahmen abnehmen muss. Die Schiene hier ist übrigens am Frontrahmen mit dran. Also wenn man den löst, hebelt man auch die Schiene mit auf. Und bei der Tastatur und dem Touchpad ist es so, die kann man beide nicht einzeln tauschen, die kommen zusammen mit dem Topcase. Um das Gerät jetzt zu öffnen, muss man zuallererst alle Schrauben lösen, die hier um das Gerät herumlaufen. Und da ist es so, die vorderen 4 Schrauben, die sind etwas kürzer als der Rest. Das heißt, die am besten getrennt aufbewahren. Und ja, also generell benutze ich hier für alle Arbeiten ein super praktisches Universalwerkzeugset. Da ist alles dabei, was man so braucht. Pinzetten, Öffner, ein Schraubendreher-Set mit allen erdenklichen Aufsätzen. Die habe ich mir jetzt hier schon mal zurechtgelegt. Und ja, das sind ganz normale Kreuzschrauben. Das heißt, ich nehme hier ein PH0 als Aufsatz und den kann man dann auch für alle Arbeiten im Gerät verwenden. Wenn man dann alle Schrauben raus hat, was ich jetzt hier schon gemacht habe, dann, wenn man die Unterseite dann lösen will, dann kann man sich das mal anschauen und sieht hier die Verbindung zwischen Unterseite und Gerät. Die läuft dann hier auf der Rückseite entlang und natürlich auch hier außenrum, auch auf der Vorderseite hier. Und ja, ich benutze da zum Öffnen einen der Öffner aus dem Werkzeugset. Und ich fange jetzt hier auf der Rückseite an. Und dann versucht man im Grunde genommen zwischen Unterseite und Gerät hier eine Lücke zu schaffen und dann die Unterseite oder Bodenplatte nach oben zu hebeln. Und das geht mal schwerer und mal leichter. Das hängt auch davon ab, ob das Gerät schon mal geöffnet wurde oder nicht. Wenn das noch nie geöffnet wurde, geht es manchmal ein bisschen schwerer. Da ist aber letztendlich einfach nur Geduld gefragt. Man arbeitet sich so in dieser Technik hier eigentlich einmal um das Gerät. Auch das laute Knacken, was hier manchmal passieren kann, ist normal. Also das ist, wenn die Einraststellen sich lösen, dann knackt und knirscht das manchmal recht heftig. Und ja, dann arbeitet man sich hier einfach mit Geduld drum herum. Wenn man jetzt merkt, es geht irgendwo richtig schwer, dann kann man auch irgendwo anders einfach anfangen. Vielleicht versucht man es dann an der Vorderseite und schaut, ob es da vielleicht einfacher geht. Das Prinzip bleibt das gleiche, zwischen Unterseite und Gerät hebeln und dann ja, die Unterseite nach oben weghebeln. Und irgendwann hat man die meistens so weit gelöst, dass man schon mit den Fingern drunter fassen kann. Und dann kann man die eigentlich mit so ein bisschen Wippen und Wackeln ja dann komplett lösen. Und ja, so sieht dann das Gerät von innen aus. Bevor wir jetzt aber irgendetwas weiteres hier machen, trennen wir auf jeden Fall als allererstes den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr bekommt. Und da sehen wir hier das Kabel und das kann man in dem Fall einfach zur Seite hin rausziehen. Kann man auch am Kabelbund fassen. Hier gibt es auch so eine kleine Auskerbung, also falls der mal richtig schwer sitzt, könnte man jetzt hier zum Beispiel auch eine kleine Hilfe nehmen und das dann hier rausdrücken. Ja, aber so ist man auf jeden Fall mal auf der sicheren Seite. Gut, was man hier noch sehen kann,
ist, dass hier drüben noch Platz für eine 2,5 Zoll Festplatte ist. Oder vielleicht ist da bei eurem Modell auch eine verbaut. Falls da keine verbaut ist, müsste man auf jeden Fall aber noch das Adapterkabel SATA zum Mainboard dazu kaufen. Das wird dann hier angeschlossen und das ist in dem Fall ein Kippstecker. Das heißt, um das Kabel einzulegen, muss man den erst aufklappen. Dann kommt das Kabel rein und dann klappt man den zu. Das ist im Grunde genommen das gleiche Prinzip wie hier drüben. Ja, das wird eben aufgeklappt. Dann kann man das rausziehen. Und ja, generell bei diesen Kabeln einfach schauen, wenn man die wieder verbindet, dass die richtig drin stecken, bevor man den Stecker wieder zuklappt. Was sehen wir noch? Wir sehen hier drüben die SSD. Das ist jetzt in dem Fall eine lange SSD. Da gibt es aber auch Varianten mit verkürzten SSDs, die dann so eine kleine Halterung noch haben. Das Prinzip ist aber immer gleich. Der RAM ist hier drunter und zwar unter einer Abdeckung. Dazu aber später mehr. Und dann sehen wir hier noch das WLAN-Modul mit den beiden Antennen und da noch der Lüfter und der Heatsink. Die CMOS-Batterie ist übrigens hier und läuft auch direkt hier zum Mainboard. Die ist nur aufgeklebt, könnte man so also lösen. Und ja, hier drüben das kleine Board sehen wir hier. Das könnte man jetzt auch einzeln tauschen. Sollte da mal irgendein Anschluss defekt sein. Um den Akku jetzt auszubauen, braucht man nur die Schrauben, die hier drumherum laufen, zu lösen. Auch die hier vom Gehäuse. Ja, und sobald man die Schrauben raus hat, kann man den Akku nach oben hin aus dem Gerät nehmen und wie gesagt unter dem Gehäuse der 2,5 Zoll hier hervorholen. Und das zeige ich euch nachher beim Einbauen nochmal, aber der hat halt hier so kleine Positionierhilfen, die hier drunter laufen. Und ja, so kann man den Akku dann auch tauschen. Wenn man den RAM tauschen will, muss man zuallererst diese Abdeckung hier abnehmen. Die kann man einfach nach oben hin abziehen. Sollte das ein bisschen schwerer gehen, kann man sich da auch eine Hilfe nehmen. Da muss man aber schauen, dass man nach Möglichkeit an der Stelle hebelt, wo nichts verlötet ist. Aber dann könnte man das hier eben auch noch ein bisschen hochhebeln. Am besten auch mit Plastik. Und dann sehen wir hier unten drunter sitzt der RAM. Der RAM selber ist total easy zu tauschen. Der wird nämlich nur von diesen beiden silbernen Klammern gehalten. Und sobald man diesen ein bisschen zur Seite zieht, schwuppt der einem da schon entgegen. Und dann kann man den einfach aus dem Slot ziehen und tauschen. Und ja, beim Einbau ist es so, der passt nur in eine Richtung. Also so will der gar nicht reingehen. Der kommt einfach zurück in den Slot, wird so ein bisschen nach unten gedrückt, bis die beiden Klammern wieder einrasten. Und dann sieht man hier um den um den RAM herum so kleine Clips, also so Haltestellen. Und genau da kommt dann eben auch die Halterung wieder drauf und wird dann einfach nach unten gedrückt. Und schwuppdiwupp hat man das erledigt. Ja, genauso einfach ist auch die SSD. Die wird nur von einer Schraube hier gehalten. Ob das jetzt die SSD oder die Halterung für eine verkürzte SSD ist, das ist beides das gleiche Prinzip. Und auch hier einfach aus dem Slot. Und auch hier geht nur in eine Richtung. Das heißt, die kommt wieder zurück in den Slot. Wird so ein bisschen nach unten gedrückt und wieder verschraubt. Den Lüfter kann man bei diesem Modell auch einzeln tauschen, also ohne Heatsink. Und zwar wird der von 3 Schrauben gehalten. Nehmen wir einmal die hier und die hier. Und dann sehen wir hier noch das Lüfterkabel. Das wird einfach in die Richtung rausgezogen. Ich gehe da normalerweise ungern ans Kabel. Man kann den Stecker hier seitlich greifen und dann einfach nach hinten hin rausziehen. Wenn die Schrauben dann raus sind, kann man den Lüfter hier nach oben nehmen. Und hier sind eben die WLAN-Kabel. Die sind hier so ein bisschen eingefädelt. Aber die kann man auch, wenn man da vorsichtig ist, dann hier eben einfach rausfädeln. Also mal einmal oben, einmal unten, einmal oben. Und ja, so den Lüfter dann eben auch tauschen.
falls die WLAN-Kabel hier mal absprengen, das ist überhaupt kein Problem. Die sind hier nur per Druckknopf quasi drauf. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Hier sind auch die Kabel markiert und die werden einfach nur, falls da einer rausspringt, von oben wieder drauf gedrückt. Und das wäre jetzt also überhaupt gar kein Problem. Den neuen Lüfter, ja, den legt man eben jetzt genauso wieder zurück, fädelt hier die Kabel ein. Und beim Lüfterkabel ist es so, wenn der jetzt mal nicht markiert ist wie hier, da kann man sich merken, auf der einen Seite des Steckers kann man Kontakte sehen. Und die Kontakte zeigen beim Wiederverbinden nach oben. Und im Normalfall bin ich da auch ein Riesenfreund von, den zuerst wieder zu verbinden. Allein nur, dass man es nicht vergisst, weil das ist echt ärgerlich. Da muss man den ganzen Kladderadatsch nämlich nochmal aufmachen. Da einfach bis ganz zum Anschlag rein. Und ja, wie gesagt, der kommt hier wieder auf die Gewinde drauf. Und dann muss man eben hier einfach nur schauen, dass man die WLAN-Kabel hier auch wieder einfädelt. Und dann hier noch ein bisschen unter das Verbindungskabel. Dann sitzt er hier wieder auf den Gewinden. Genau jetzt. Und dann ja, muss er nur noch wieder verschraubt werden. Beim Akkueinbau muss man sich eigentlich nur merken, dass der hier unter das Gehäuse der 2,5 Zoll kommt. Also da einfach so leicht nach oben und dann hier drunter schieben. Und dann gibt es eben hier drüben auf der linken Seite so eine kleine Öffnung für eine Positionierhilfe. Und die ist genau hier. Und das heißt, wenn man den da quasi einhängt, so, dann sitzt der hier schon mal wieder genau richtig drauf. Und das gleiche hier drüben. Und dann ja, ist der wirklich schon perfekt in Position, muss nur wieder verschraubt werden. Und auch hier ganz, ganz wichtig, nicht vergessen, das Akkukabel wieder zu verbinden. Das wäre echt ärgerlich, wenn man alles zumacht und dann springt das Laptop nicht an. Bis ganz zum Anschlag. Und dann kann man die Unterseite wieder verbinden. Und das ist auch extrem einfach, weil die nämlich nur von oben draufgelegt wird und dann nach unten hin festgedrückt wird. Und da kann man ruhig fester drücken, dass hier wirklich alle Einraststellen auch wieder schließen. Und dann gehe ich am Ende auch immer noch einmal um das Gerät herum und schaue, dass keine Lücken mehr zu sehen sind, wie hier jetzt. Dass wirklich alles zu und verschlossen ist. Und dann ja, muss man nur noch alle Schrauben wieder reindrehen und hat das doch ratzfatz erledigt. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.